Nun sind wir aber, was den Zugang zu einem Leben aus dem Geistigen heraus anbelangt, unvermittelt in eine viel größere Herausforderung geraten. Wir sehen uns durch das Virus SARS-CoV-2, durch Corona, wie es verallgemeinert heißt, in unserer körperlichen Gesundheit bedroht. Plötzlich scheint das Geistige in uns unbedeutend. Und selbst die Psyche scheint auf ihren mächtigsten Wirkfaktor reduziert, auf die Angst. Angst essen Seele auf, heißt ein berühmter Film von Rainer Werner Fassbinder. Deshalb ist unsere Angst so interessant für Manipulationsversuche von außen. Wenn uns die Angst beherrscht, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Dann rufen wir nicht selten nach dem starken Mann, viel seltener übrigens nach der starken Frau, nach dem Starken, der uns erlösen soll. Oft sind wir dann maximal weit weg von Gott und ganz nah bei den irdischen Heilsversprechern. Soweit der bekannte Mechanismus. Dazu mein abschließendes Plädoyer. Niemand hat das Recht, in Ihnen und in mir eine Angst zu schüren. Niemand hat das Recht zu dem Versuch, mir als Freigelassenen der Schöpfung durch das Mittel der Angst den Zugang zu meiner geistigen Person, zu meinem wertebezogenen Dasein, zu meinem Gewissen zu versperren. Niemand hat das Recht, mich als Mensch auf einen gefährdeten Körper und eine Verlustangst zu reduzieren. Wer das versucht, der hat nichts Menschliches im Sinn. Der Einsatz von Angst für die Beeinflussung von Gruppen oder ganzen Gesellschaften erzeugt zwangsläufig Spaltung. Einfach deshalb, weil Menschen mehr oder weniger zu Verlustangst neigen. Deshalb kann Angst auch nie Menschen einen, sondern eher in eine Gegnerschaft untereinander treiben. Nehmen wir das nicht schon bereits täglich wahr? Besinnt euch ist das Thema, das uns hier heute Abend zusammengeführt hat. Lassen Sie uns unseren Zugang zur geistigen Person auch dadurch zeigen, dass wir uns untereinander, gerade auch dem Andersdenkenden, weiterhin mit Würde und Respekt begegnen. Das ist allemal besser, als uns an den Scherben der gesellschaftlichen Spaltung wund zu reiben. Soweit mein Plädoyer für das Menschliche. Danke sehr. Vielen Dank.